Hast du gewusst, worauf du dich hier einlässt? Hast du gewusst, dass du hier in eine Welt voller Dunkelheit kommst, um aktiv wieder das Licht in dir zu wählen? Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich freue mich, es ist mal wieder Dienstag und wir gehen gemeinsam in die Tiefe mit unserem guten Freund Ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ein Training für unseren Geist, um das derzeit dominante Ego-Angst-Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Die Grundprämisse dafür ist, dass du anerkennen musst, dass das, was hier auf menschlicher Ebene passiert, nicht die absolute Wahrheit ist, dass es eine geistige, höhere Ebene gibt, die die absolute Wahrheit darstellt. Und dort, auf dieser höheren Ebene, bist du wahrlich zu Hause, du bist nicht dein Körper. Auch wenn es so verdammt echt hier wirkt, sondern du bist Geist, der diese körperliche Erfahrung macht. Aber wenn du diese Prämisse erstmal für dich nicht annehmen kannst, dann wird ein Kurs im Wundern auch nicht wirklich Sinn für dich ergeben und das wird dann auch so okay sein, weil es gibt keine Zufälle. Alles, was zu einer gewissen Zeit passieren soll, wird passieren. Also wenn du jetzt noch nicht so weit bist, bist du es irgendwann, weil alle müssen wir diesen Weg von körperlicher Wahrheit als unsere Definition zu einer geistigen Wahrheit, als unsere Definitionsgrundlage machen. Das hier ist ein Pflichtkurs, wie ein Kurs im Wundern so schön sagt. Womit wir uns heute in der Folge 311 vom Happy Cool Love Podcast beschäftigen möchten. Ich hoffe wirklich, dass wir bei 311 sind. Ich habe das jetzt noch nicht nachgeprüft. Ich schaue mal kurz. Ja, es stimmt, wir sind bei Folge 311 vom Happy Cool Love Podcast, ist das Thema Probleme. Eine kurze Durchsage in eigener Sache. Weißt du eigentlich, dass wir auch dieses Jahr gemeinsam durch das Übungsbuch von Ein Kurs im Wundern reisen? Die Gruppe heißt Starke Gefährten. Wir wollen uns gegenseitig an das Wesentliche erinnern, während wir das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern durcharbeiten. Also, falls du dieses Jahr am 1. Januar auch sehr euphorisch mit dem Übungsbuch begonnen hast und merkst, die Euphorie ist so langsam abgeebbt oder du hast sogar tatsächlich eine Pause eingelegt oder falls du nicht mehr alleine durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern reisen willst, dann komm gern dazu unter www.patreon.com/365tagewunder findest du alle Informationen. Ich freue mich, wenn du zu unserer Kursgruppe kommst. Ob wir unsere Probleme als Krise oder Chance wahrnehmen, liegt ganz bei uns. Es ist eine Einstellungssache und ein Kurs in Wundern kann uns dabei unterstützen, unsere Probleme als Chance wahrzunehmen. Und ich weiß, dass es auf dieser menschlichen Ebene auch so große Probleme gibt und so fiese Dinge, wo wir denken, ich weiß gar nicht, wie ich das als Chance wahrnehmen kann. Aber glaub mir, es muss für jedes Problem auch eine andere Betrachtungsweise geben, auch wenn es gerade ein riesengroßes, überwältigendes Problem zu sein scheint. Auch dort gibt es die Möglichkeit, wenngleich du vielleicht mehr Zeit, Geduld und Sanftheit mit dir brauchst, eine Chance darin zu sehen, etwas Größeres darin zu sehen. Und ich rede hier nicht in der Theorie. Ich weiß, wie es sich manchmal anfühlt, etwas gegenüberzustehen, was sich unlösbar auf menschlicher Ebene anfühlt. Also, wir beginnen mal dort, dass Ram das so schön gesagt hat, dass wir uns alle hier nur gegenseitig wieder zurück nach Hause führen. Und jetzt ist die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Zuhause? Auf menschlicher Ebene, in diesem dominanten Denksystem, glauben wir, unser Zuhause ist unsere Wohnung oder vielleicht ein Land oder bestimmte Menschen. Aber unser wahres Zuhause ist nicht hier. Es ist gar nicht in dieser Welt zu finden. Es ist tief in deinem Geist wiederzufinden. Unser wahres Zuhause, sagt Ein Kurs im Wundern, ist der Himmel in Großbuchstaben. Und der Himmel ist nichts da draußen, das ist nicht irgendein Ort, weil das ist, was das Ego aus dem Himmel gemacht hat. Es ist irgendwie dort draußen ein Ort, wo du zurückfindest, wenn du dann gut gewesen bist und artig und alles ganz fein säuberlich befolgt hast, was ich dir aufgetragen habe zu tun. Aber der Himmel ist kein Ort,
sondern ein Gewahrsein für deine Einheit mit allem, was ist und damit auch für Gott, deinem Schöpfer, die bedingungslose Liebe, die dich kreiert hat. Also ist der Himmel ein Bewusstsein. Es ist nicht irgendetwas da draußen und dieses Bewusstsein ist tief in dir verankert. Das ist dein Zuhause. Dorthin wollen wir zurück und meist sollten wir uns dabei bei der Hand nehmen und nicht nur alleine gehen. Gleichzeitig gibt es hier auf menschlicher Ebene ganz viele Dinge, die sich wie Probleme und Herausforderungen anfühlen. Und der einzige Zweck dieser Herausforderung hier auf menschlicher Ebene ist nicht, dass du dich weiter in dein Ego und die Angst hineinsteigerst, sondern wieder einen Schritt gen Himmel, gen Gott, gen deiner wahren Natur tust. Daran erinnert uns ja zum Beispiel die Lektion 193, die wir vor ein paar Tagen dran hatten, mit dem Leitgedanken, alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott möchte, dass ich sie lerne. Lektion in was? In der Vergebung. Denn wir dürfen hier vergeben, und zwar vergeben, so wie ein Kurs in Wundern uns Vergebung näher bringt, nämlich anerkennen, dass wir mehr sind als nur ein Körper mit einer menschlichen Erfahrung, anerkennen, dass unsere Wahrheit ein Geist ist, unendlicher, unsterblicher Geist, der gewählt hat, diese menschliche Erfahrung zu machen, die sich manchmal sehr, sehr dunkel anfühlt. Also, jedes Problem hat nur einen Zweck. Überprüf dich, bist du gefangen in der Form, und die Form kann wirklich sonstige Dimensionen annehmen, oder kannst du jenseits der Form etwas erblicken? Kannst du dich befreien von der Form? Kannst du dich daran erinnern, dass dein Auftrag hier nur ist, wieder zurück nach Hause zu kehren, mit deinem Bruder an der Hand? Wir nehmen jemanden bei der Hand im Geist oder tatsächlich hier auf menschlicher Ebene, um gemeinsam zurück nach Hause zu kehren. Und manchmal ist die Herausforderung tatsächlich, die Person an die Hand zu nehmen, vielleicht auch nur im Geiste, von der du denkst, dass sie dir etwas angetan hat. Und das ist auch, was uns Vergebung aufzeigen kann, wenn wir wahre Vergebung üben, dass das, was auf menschlicher Ebene sich ausgespielt hat, das, was wir denken, was ein Bruder uns angetan hat, in Wahrheit gar nicht passiert ist, weil in Wahrheit bist du nicht dieser Mensch, sondern der Geist, der diese menschliche Erfahrung gebucht hat. Das ist manchmal etwas abstrakt und ich verstehe, dass es auch manchmal etwas Zeit braucht, um zu sacken. Alles völlig verständlich, aber das hier ist ein Pflichtkurs, heißt, wir können uns vor dieser Wahrheit nicht ewiglich drücken. Vermeintlich können wir entscheiden, wann wir diese Wahrheit wieder annehmen. Das ist unser freier Wille, aber ich glaube, auch das steht schon geschrieben, wann du dich nicht mehr für das Ego entscheidest, sondern für deine wahre Natur. Also, unsere Probleme sowie Ehekrisen, Krankheiten, Betrug oder Jobverlust, die können uns dazu führen, dass wir uns weiter in das Ego-Denksystem hineinsteigern, uns mehr verhaften darin, Mensch zu sein und zu leiden und ein Opfer zu sein und Schmerz zu empfinden. Oder wir können es nutzen, um unsere wahre Natur wieder zu erinnern. Das Ego wird immer wieder Versuche starten, dich in der Dunkelheit, die einfach die Prämisse dieser menschlichen Erfahrung ist, wenn ich mich nur mit Menschsein verwechsel, dann tappe ich in der Dunkelheit. Und du hast die Aufgabe, jede Form, die sich dir zeigt, jede Form von Dunkelheit, zu transzendieren, höher zu wählen, jenseits von dieser Dunkelheit zu blicken. Das ist, wofür du dich hier eingeschrieben hast, bevor du in irgendein Körper je gekommen bist, bevor all das hier überhaupt passiert ist, und es ist ja auch schon wieder vorbei, sagt ein Kurs im Wundern, aber darauf gehen wir heute nicht ein. Hast du gewusst, worauf du dich hier einlässt? Hast du gewusst, dass du hier in eine Welt voller Dunkelheit kommst, um aktiv wieder das Licht in dir zu wählen, um aktiv wieder zurück nach Hause zu kehren? Und wie kannst du am besten überprüfen, ob du aktiv den Weg zurück nach Hause wählst? Genau, indem sich dir das Ego in den Weg stellt und sagt, hey, wir haben hier ein Riesenproblem, fang an zu leiden, fang an, dich als Opfer zu fühlen und fang an zu sagen, Gott hat dich verlassen, weil das ist, was das Ego auch uns denken haben möchte, dass Gott uns verlassen hat, dass wir mit Gott nicht mehr verbunden sind, was unmöglich ist. Wir haben ja also die Erfahrung gebucht, uns immer wieder
zu beweisen, will ich jetzt mal sagen, dass egal was für eine Dunkelheit sich im Außen da zeigt, wir darüber hinaus wachsen können. Wir nicht vergessen, was unser Ursprung ist. Wir nicht vergessen, was unsere wahre Aufgabe ist. Und genau so können wir jedes Problem als Chance sehen. Jedes Problem gibt uns die Möglichkeit, Vergebung zu üben, damit wir etwas anderes sehen als nur ein Problem. Diese menschliche Erfahrung, ich glaube, wir alle wissen es, kommt mit ihren Herausforderungen und Problemen. Es ist eigentlich unmöglich, Mensch zu sein und nicht irgendwo zu stolpern oder zu denken, wow, ich habe hier gerade so ein Riesendilemma, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Und wenn uns Sachen im Leben passieren, wie dass wir unseren Job verlieren, dass uns unsere Frau verlässt, dass jemand verstirbt und wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen oder dass wir eine Diagnose bekommen, die uns wirklich Angst macht, dann kommt sofort das Ego ins Spiel. Dann betritt das Ego den Raum und schreit laut Alarm. Und dass dieses Problem im Außen, weil das Ego sagt immer wieder, alles ist im Außen und wir müssen uns im Außen darum kümmern, dass das geregelt wird. Wir müssen kontrollieren, wir müssen schikanieren, wir müssen angreifen, wir müssen verteidigen, wir müssen Gewalt ausüben, sogar damit sich hier alles so verschiebt, wie es mir, also dem Ego, recht ist. Aber wenn du diese Chance nutzt, weil jede Herausforderung bietet dir eine Chance und nicht mit dem Ego mitgehst, nicht reagierst, dann kann sich dir was anderes aufzeigen. Aber nur, wenn du ganz diszipliniert bei dir bleibst und nicht dich im Außen verlierst und denkst, hier muss ganz viel getan werden, ich habe ein Riesenproblem und ich muss das angehen und irgendwie in so verzweifeltes Tun gerätst, kann sich dir etwas Höheres aufzeigen. Und wenn du den Kurs dazu nimmst, weil der Kurs dir wirklich helfen kann, wie du etwas Höheres in jeder Situation sehen kannst, dann wirst du über das Hauptprinzip, das Hauptmittel stoßen, was der Kurs uns gibt, um jede Situation anders zu sehen. Vergib und dieses wird verschwinden, sagt der Kurs zum Beispiel. Denn jedes Problem, auch wenn es nicht so aussieht, ich weiß, manchmal sieht es wirklich nicht so aus, ist eine Sache der Nichtvergebung. Wenn du etwas siehst, was dir nicht gefällt da im Außen, was ja komplett mit dir zu tun hat im Innen, darfst du immer wieder zu dir zurückkehren und dich hinterfragen, was habe ich hier noch nicht vergeben? Wo habe ich noch nicht jemanden vom Haken gelassen? Wo gebe ich jemand anderem noch die Verantwortung, die bei mir liegen sollte? Wo habe ich noch einen Schmerz, an den ich festhalten möchte, weil ich einfach damit meine Identität definiere, den ich jetzt loslassen darf? Wo merke ich, habe ich noch eine Art von Versuchung, mein Bewusstsein im Ego-Denksystem zu verhaften, anstelle höher zu wählen? Kann ich wirklich die Dunkelheit loslassen in diesem Augenblick? Oder denke ich, oh, das Problem ist so groß, dieses Mal hat die Dunkelheit gewonnen? Oder weiß ich, hier ist eine Chance für mich drin. Das Ego möchte mich wieder vergessen machen, wer ich wahrlich bin. Und ich habe hier die Möglichkeit, wieder Licht freizusetzen. Weil die Dunkelheit, die du siehst, trägt proportional dasselbe Licht. Aber die Frage ist, wie gehst du mit dieser Dunkelheit um? Wie verhältst du dich? Wo ist dein Bewusstsein? Und entweder verstärkst du dadurch die Dunkelheit oder du setzt das Licht frei, das auch für dich in dieser Situation steckt, wenn du vergebend blickst. Wenn wir aufhören, uns zu sehr mit der Angst und der Trennung und dem Ego zu verwechseln und anfangen, wieder der Wahrheit in uns Platz zu machen, nämlich, dass wir Einheit, Verbindung, Liebe und ein geistiges Bewusstsein sind, das diese menschliche Erfahrung gewählt hat, dann blicken wir vergebend auf die Dinge. Und dann sieht unser Problem vielleicht auch gar nicht mehr so bedrohlich aus, wie es davor ausgesehen hat, als das Ego in den Raum getreten ist und gesagt hat, hier ist alles Chaos, hier ist alles verloren, ich gebe auf und weiß, dass mich niemand liebt und ich ein Opfer der Umstände bin. Das ist, wie das Ego tickt. Ich sage das hier so und manchmal fühlt es sich auch wirklich so an und ich habe da auch volles Verständnis für, weil jeder von uns auch schon das gefühlt hat. Nur muss das nicht das Ende der Geschichte bleiben.
Das kann vielleicht zuerst hochkommen, dieses Gefühl von, oh, ich bin das Opfer dieser Umstände, ich armes Ding, wie konnte das nur mir passieren? Ich habe doch alles richtig gemacht, ich bin doch voll nett, warum passiert mir sowas? Aber wenn ich denke, warum passiert mir sowas, dann bin ich ein Opfer, dann übergebe ich die Verantwortung für die Situation an irgendein Außen, anstelle sie bei mir zu lassen, so dass ich auch die Macht habe, etwas zu verändern. Weil wenn ich wieder zu mir zurückkehre und weiß, ich habe Verantwortung für das, was ich sehe, dann habe ich auch die Macht, mich aus dem, was ich sehe, zu erlösen, wenn es mir nicht gefällt. Wenn der Traum, den ich gerade träume, und diese menschliche Erfahrung ist nur ein Traum, auch wenn er verdammt echt wirkt, dieser Traum, nicht gefällt, dann muss ich innerlich etwas verschieben, damit ich anders träumen kann. Ich bin die Ursache von all dem, was sich mir zeigt. Wenn ich diese Verantwortung endlich wieder zu mir zurückhole, kann ich auch die Ursache verschieben, so dass sich alles, was sich mir zeigt, verschieben kann. Ich möchte hier kurz etwas einschieben, weil ich mir vorstellen kann, dass es für manche von uns wie Hohn klingt, wenn jemand sagt, vergib und dieses wird vergehen. Wenn du zum Beispiel gerade dein Kind verloren hast oder du eine Kindheit hattest, die voller Missbrauch und Vernachlässigung war oder gerade Bomben in dein Haus gefallen sind oder jemanden verloren hast bei einer Flut, all mögliche Dinge, die wirklich schmerzhaft sind hier auf menschlicher Ebene. Da verstehe ich, dass dieses Problem, was sich dir gerade zeigt, diese Herausforderung, der Schmerz, gerade nicht ohne ist. Und dennoch ist deine einzige Wahl, es zu vergeben. Und das heißt nicht, du sollst einfach nur wegschauen, sondern es heißt, du sollst eine höhere Ebene zu dieser Situation einladen, damit sie dir helfen kann, anders zu sehen, liebevoller zu sein mit dir und deiner Umwelt und vielleicht auch etwas Größeres in dieser Situation zu erkennen, was du ohne diese höhere Ebene einfach nicht erkannt hättest. Ich weiß, dass es für manche von uns und mit der Dunkelheit, mit der sie zu tun haben in diesem Leben, vielleicht ein längerer Prozess ist hier auf menschlicher Ebene und wir ganz sanft und ganz behutsam mit uns sein dürfen und wir Vergebung als einen Prozess verstehen dürfen und niemand uns vorschreiben kann, wann es für uns soweit ist. Dennoch glaube ich ganz fest daran, dass die Vergebung, so wie ein Kurs in Wundern uns Vergebung lehrt, das einzige Ticket wieder zurück in die Freiheit, wieder zurück ins Licht ist, was wir wahrlich sind. Also, was ich damit sagen will, ist, dass ich wirklich weiß, dass Vergebung auf dieser Ebene und die Probleme, die wir vergeben dürfen, manchmal gar nicht so ohne sind und dass wir da uns wirklich auch Zeit nehmen dürfen. Ich glaube, wir können Zeit für nichts Schöneres einsetzen als unseren Vergebungsprozess und deshalb sei sanft mit dir, sei gütig mit dir und wenn das bei dir jetzt noch wie Hohn klingt, dass man vergeben darf, um frei zu sein, um geheilt zu sein, um sich leichter zu fühlen, dann darfst du auch das akzeptieren. Dann ist das auch okay gerade. Gib dir einfach Raum und Zeit und wisse, dass es gar nicht so viel darum geht, etwas zu tun, sondern um dein Bewusstsein, um zu beobachten, um wahrzunehmen, ohne Urteil, einfach mit dir zu sein. Da passiert einfach schon recht viel, wenn wir so mit uns umgehen und mit unserer Umwelt. Und vielleicht kannst du so ganz langsam an dich heranlassen, dass jedes Problem, was sich dir zeigt, immer dich dazu einlädt, zu dir zurückzukehren. Und auch wenn du gerade gar nicht weißt, wie du es lösen sollst, das Schöne ist, dass ein Kurs in Wundern sagt, du musst es gar nicht alleine lösen, sondern du hast deinen inneren Lehrer, den Heiligen Geist. Das ist deine weise Stimme in dir, die dich führen kann zum nächstbesten Schritt. Und du musst dich ja gar nicht überfordern. Es gibt gar keine Eile. Die Frage ist hier immer nur ganz sanft, die du dir stellen kannst, glaube ich an etwas Höheres? Glaube ich, dass es mehr gibt als das, was ich hier gerade erlebe? Glaube ich, dass Gott mich liebt? Glaube ich, dass ich mehr bin als dieser Körper oder nicht? Also, vielleicht geht's auch um unser Vertrauen in der Krise. Vertrauen wir, dass trotzdem etwas Gutes am Werk ist, auch wenn wir gerade nicht sehen können, was es ist. Weil alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott möchte, dass ich sie lerne. Ich lerne die Lektion, indem ich vergebe und dadurch weiter mich Gott nähere. Vertraust du in den Momenten, wo es wackelt in deinem Leben, wenn deine Frau dich verlässt, wenn
dein Job nicht mehr da ist, wenn du eine Diagnose erhältst, die dir Angst macht? Vertraust du in etwas Tieferes in dir? Vertraust du, auch wenn du nicht siehst, was die Lösung ist? Oder hörst du sofort auf das Ego, das so ganz laut schreit und sagt, das ist eine Katastrophe, war ja klar, ich habe nie Glück, ich bin immer der, bei dem alles schief läuft, ich möchte nicht mehr, das ist alles so anstrengend? Oder stoppst du dein Ego? Hast du die geistige Disziplin und sagst, nein, ich weiß, dass hier etwas Höheres am Werk ist. Ich weiß, was meine wahre Aufgabe hier ist, nämlich zu vergeben, weil ich sonst mich in der Dunkelheit festhalte, die das Ego ist. Und das will ich nicht. Das ist gar nicht mein Auftrag hier. Mein Auftrag ist, Gott näher zu kommen. Und ich komme Gott nur näher, indem ich Qualitäten lebe, die Gott und meiner wahren Natur gleich sind, also Vertrauen, Liebe, Güte, Mitgefühl, Vergebung, all diese Dinge spiegeln Gottes Liebe wider. Und wenn ich die nicht, auch in Momenten, wo es ganz, ganz dunkel ist für mich, nicht wieder abrufen kann, dann verlaufe ich mich noch mehr in der Dunkelheit. Also, das nächste Mal, wenn etwas passiert, was unheimlich ist für dich oder schockierend, Pause. Sag dir innerlich, ich übergebe diese Situation, die sich jetzt richtig doof anfühlt, dem Heiligen Geist, weil ich weiß, dass wenn ich jetzt nicht mit dem Ego reagiere, sondern wachsam bleibe und diszipliniert und beobachtend, dass ich Licht freisetze, dass ich gen Gott gehe und das ist, was ich wirklich will. Pause, auch wenn es sich gerade eklig anfühlt. Pause, atme, gib dich nicht dem Gejammer des Ego hin, damit hat es dann gewonnen und hält dich in der Hölle fest. Pause. Sag dir immer wieder, ich mache Pause. Ich weiß, hier ist ein Segen für mich drin und ich mache Pause und ich weiß, dass mit Gottes Hilfe, weil er mir alle Mittel zur Verfügung gegeben hat, um alles zu lösen, was ich hier sehe, kann ich den Segen sehen. Und vielleicht weiß ich nicht, wann ich den Segen sehe und ich kann nicht bestimmen, was jetzt im Außen passiert, aber ich weiß, ich bin geführt. Ich glaube an das Gute. Ich glaube an mein Licht. Ich glaube, dass es eine höhere Ebene gibt und ich wanke nicht, bloß weil das Ego mich erschrecken will. Ich wanke nicht. Ich wanke nicht in meiner 100%igen Überzeugung, in meiner 100%igen Gewissheit, dass alles irgendwie gut ist, auch wenn ich nicht weiß, wie. Und ich habe 100%ige Gewissheit, dass alles gut ist, dass ich geführt bin und geliebt, auch wenn das Außen gerade sehr wackelt. Ich lasse mich nicht in Versuchung führen, nicht an Gott zu glauben und an meine wahre Natur. Atme. Denn jetzt hast du die Chance, dich noch ein Stück vom Ego zu emanzipieren und Licht für dich freizusetzen und damit dich und die Welt vom Ego zu erlösen, weil du transformierst, anstelle von der Illusion zu bestätigen. Es ist und bleibt deine Einstellung zu jeder Situation, die bestimmt, ob du den Himmel erfährst oder die Hölle. Und die Situation kann wirklich noch so gefährlich im Außen wirken. Dennoch kannst du in den schwierigsten Situationen den Himmel leben oder in den sichersten die Hölle. Weil wenn das nicht der Fall wäre, wären alle Menschen, denen es materiell gut geht, 100% glücklich und alle Menschen, denen es materiell nicht so gut geht und die vielleicht in einem Slum leben, immer nur unglücklich. Aber das ist ja nicht der Fall. Und darin sehen wir einfach, dass unsere Einstellung den Unterschied macht. Wie konnte Nelson Mandela, nachdem er über 20 Jahre unschuldig im Gefängnis saß, dort herausspazieren mit einem Frieden und einer Gleichmut und einer Würde, die vielen Menschen überhaupt nicht möglich ist gerade. Wie geht das? Alles eine Einstellungssache. Glaubst du an etwas Höheres oder nicht? Glaubst du, dass du ein Schöpfer bist oder ein Opfer? Dieses menschliche Dasein dient einzig allein dem Zweck, sich Gott wieder zu nähern. Und wir nähern uns Gott, indem wir immer wieder uns ein Stück vom Ego emanzipieren. Und am besten klappt das, wenn wir vor einer Herausforderung stehen und das Ego uns wieder mit in die Hölle ziehen will und wir anders wählen. Wir sagen heute mal nicht Ego. Heute bleibe ich hier, wähle meinen inneren Frieden, wähle daran zu glauben, dass hier etwas richtig Gutes für mich drin sein kann, wenn ich nur nicht reagiere. Wir können
diesen Weg zurück nach Hause nur in Dankbarkeit gehen oder gar nicht. Denn Groll vom Ego wird dich in eine Sackgasse führen und bestimmt nicht zurück nach Hause. Und auch wenn deine Situation gerade sehr schwierig ist, versuch dich darin, diesen Satz zu sagen, dieses Mantra zu sagen, ich will vergeben und dieses wird vergehen. Was das heißt, ist, ich bitte eine höhere Ebene mir aufzuzeigen, was hier jenseits der menschlichen Ebene für mich da ist. Ich will etwas Höheres sehen als nur diese menschliche Ebene, die tatsächlich nur Leid und Dunkelheit ist. Du kannst nur Licht sehen, wenn du wieder deine wahre Natur in dir anerkennst. Und das ist, was du sagst mit der Vergebung. Ich will meine wahre Natur wieder anerkennen, damit ich eine neue Perspektive auf das wählen kann, was hier los ist, damit ich mich befreie und damit ich andere befreie und damit ich hier eine friedliche menschliche Erfahrung mache, bis ich dann irgendwann wieder voll und ganz bei Gott bin. Ein Satz aus Ein Kurs in Wundern kommt mir noch. Während wir hier so leiden, sagt Ein Kurs in Wundern, Gott möchte nicht, dass wir so leiden. Es ist alles unsere Wahl. Es ist manchmal wirklich unglaublich. Und deshalb, vielleicht dürfen wir uns heute und die gesamte Woche mal wieder dabei überprüfen, wähle ich Leid oder wähle ich Glück? Danke, dass du heute wieder hier warst, mit mir gemeinsam, um auf das Leben zu blicken mit Ein Kurs in Wundern. Und ich freue mich natürlich wie immer über deine Gedanken. Wie geht's dir? Wie gehst du mit Herausforderungen um? Hat dir der Kurs bei deinen Herausforderungen und Problemen in deinem Leben geholfen? Was geht dir sonst noch so durch den Sinn, wenn du diese Folge nachwirken lässt? Schreib mir gern hier in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Restwoche. Wir hören uns ganz bald wieder. Pass bitte bis dahin gut auf dich auf. Deine Peri.